Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem BMW E36 75 kW, 1,6er Benzinmotor, Baujahr 1998. Bei dem wollen wir einmal die Stoßdämpfer vorne austauschen. Auf der Seite habe ich schon ausgetauscht, auf der Seite wollen wir es noch austauschen. Und warum wir das Ganze austauschen wollen, zeige ich euch, denn eigentlich wollten wir nur Anschlagpuffer wechseln, bzw. die Staubmanschetten wechseln, aber dann ist aufgefallen, da ist nichts mehr mit Dämpfen. Und außerdem zum Wechseln sehr, sehr schwierig, denn man muss die Feder so weit runter drücken, um die Mutter oben anzusetzen. Und so soll das Ganze dann einmal aussehen. Natürlich neu. Tada. So. So, wenn ich das hier wir sehen können, fährt das Ganze wieder raus und kann dann auch vernünftig dämpfen. Von der Marke Sachs. Kauflink unten in der Videobeschreibung und was ganz, ganz wichtig ist, Anschlagpuffer und die Staubmanschette. Denn der Stoßdämpfer bewegt sich ja die ganze Zeit hoch und runter und damit sich da nicht Dreck sammelt und quasi die Dichtung kaputt macht, in dem Stoßdämpfer ist es wichtig, dass die natürlich auch heile sind und auch für den TÜV natürlich wichtig. Das dazu. Ansonsten zu empfehlen, Werkzeug, denn ihr werdet sehen, wir müssen ja den Teller, das Domlager oben abschrauben und da benötigt ihr natürlich Werkzeug, um das Ganze gegenzuhalten und natürlich einen Federspanner. Es gibt da unterschiedliche Federspanner, wir haben einmal so einen Standfederspanner. Bisschen schwierig für dieses Modell das Ganze da zu machen, beziehungsweise für diese Federart, aber es funktioniert. Klemmt zwar ein bisschen, aber kriegt man auch hin. Ansonsten bei XXL Automotive, da kriegt ihr auch andere Federspanner. Ja. Checkt das Ganze unten mal ab und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr 5% drauf und könnt euch Werkzeug zulegen. Ja, ich würde sagen, wir legen los und zu empfehlen ist es, besonders bei den Bremsen, das Fahrzeug ist ja natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, zu empfehlen ist es, legt euch neue Schrauben zu. Denn die sind schon ziemlich angerostet. Und da kann schon die eine oder andere Schraube runddrehen. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die eine oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Die Bremsen werden natürlich auch gemacht, aber hier in dem Video geht es halt um die Stoßdämpfer. So sieht das Ganze hier aus. Die zwei Schrauben abschrauben und oben ist quasi der Achsschenkel ist mit 3 Schrauben festgeschraubt. Und 18er Nuss.
Einmal. Und jetzt können wir das Ganze einmal rauswackeln. Bisschen schwierig, aber die ganzen Geschichten einmal abmachen. So. Wir können jetzt das Ganze einmal rauswackeln. Der ist nämlich, ich zeige das mal, von dem Achsschenkel, der ist ein Pin hier drin. Und das Ganze ist dann natürlich sehr stark oxidiert. Deswegen muss man das Ganze mal so ein bisschen rauswackeln. Rausschlagen. Ja. So, jetzt haben wir den aus dem Pin raus. Und jetzt muss er nur noch oben aus dem Achsschenkel raus. So, das war's. Jetzt natürlich nur auf den Bremsschlauch aufpassen. Und den ABS-Sensor, dass der hier nachher wieder so durchkommt. Ja, und schrauben jetzt hier oben die 3 13er Muttern ab und dann kommt uns der Stoßdämpfer schon entgegen. Beim letzten natürlich aufpassen, dass du uns nicht entgegenkommst. So. Und dann können wir das Ganze rausnehmen. So sieht das Ganze dann aus. Hier kann man auch schon sehen, der Anschlagpuffer kaputt. Und dadurch, dass der kaputt ist, kommt hier halt Dreck rein. Und der Stoßdämpfer geht halt hoch und runter und macht dabei die Dichtung kaputt. Öl ist noch nicht ausgelaufen, aber wir werden bestimmt gleich auch sehen, dass der Stoßdämpfer gar nicht mehr federt. Oder ich könnte gar nicht sehen. Da können wir auch sehen, dass der einmal kaputt ist, Anschlagpuffer. Und wenn wir die Feder gleich abhaben, sehen wir, dass der Stoßdämpfer bestimmt nicht mehr gut federt. Dann legen wir mal los. Zack.
So. Jetzt können wir das Ganze oben einmal abschrauben. Dann machen wir hier einmal den Deckel ab. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wenn wir jetzt nur versuchen, die Mutter zu drehen, der Stoßdämpfer die ganze Zeit mitdrehen wird, also die Stange. Deswegen müssen wir die Stange festhalten. Und deswegen gibt es dieses Werkzeug, wo wir den passenden Adapter drauf machen können. So, seht ihr, wir haben ja das Problem, wir müssen die Mutter lösen, aber gleichzeitig den Stoßdämpfer festhalten. Und da gibt es unterschiedliche Systeme im Bus oder ab und zu einfach nur ein Schlitz. Unterschiedliche Systeme gibt es. Und ja, dann braucht man natürlich auch noch die spezielle Nuss, die lang genug ist und die man gegenhalten kann. So, das heißt so. Und einmal die Geschichte. So, und jetzt können wir die Mutter drehen und gleichzeitig den Stoßdämpfer quasi festhalten. So, jetzt so, gleichzeitig aufpassen. So, patsch. Nehmen wir das Ganze einmal ab. Das Domlager sieht nach Hüt aus. Das Ganze müssen wir jetzt nämlich einmal, gut, das kann drauf bleiben, einmal sauber machen. Die Feder bleibt ja. Ja, und ich glaube, wie wir sehen, ja, der ist auch platt. Da passiert nichts mehr. So, ich habe die nochmal umpositioniert, weil wir die Federn nicht weit genug zusammenbekommen. Deswegen habe ich nochmal losgelassen, nochmal umpositioniert. Dabei haben wir aber gleich das Problem, dass der Teller hier drauf drücken wird und wir ihn nicht rausbekommen werden, glaube ich. Das war so das Problem. Guck mal. Ja, das wird auch nicht funktionieren. Ja, wir haben nichts angesetzt. Ja, und anschließend wieder rein das ganze Thema. Wichtig ist es, da wo dieser Pin reinkommt, das könnt ihr ruhig auf dem Achsschenkel einmal sauber machen.
So, die Schrauben hier oben, die M8-Schrauben. Laut BMW, laut vielen Foren, sollen die Schrauben hier mit 14 Newtonmeter festgezogen werden. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Grundsätzlich sollen die M8-Schrauben mit 24 Newtonmeter festgezogen werden. Dass ihr mal so einen Richtwert habt und wie viel ihr die festziehen könnt. Deswegen schreibt mal alles unten in die Kommentare zu dem Thema. Und also wie gesagt, 14 Newtonmeter laut Internet. Meine Empfehlung, mindestens so 24 Newtonmeter das Ganze hier festziehen. Und dann sollte das erledigt sein. So, ich habe das Ganze hier mal alles jetzt angesetzt. Und die zwei Schrauben bekommen 110 Newtonmeter und die obere Schraube bzw. die Mutter davon bekommt 80 Newtonmeter. Also erst unten festziehen. Ja, dann die ganzen Sachen hier wieder drauf, Schläuche, Verschleißanzeige und dann ist das ganze Thema erledigt. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man die Stoßdämpfer vorne wechseln möchte. Ja, zu empfehlen, was ich am Anfang schon alles empfohlen habe. Alle wichtigen Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Und Werkzeuge habt ihr alles gesehen, was man gebrauchen könnte. Ja, schreibt alles zu dem Thema unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Vorschläge, was man noch so alles machen kann. Alles gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, achso, bei dem werden wir jetzt noch die Bremsen wechseln, vorne, hinten. Mehr ist eigentlich videomäßig nicht geplant. Ja, guckt einfach auf dem Kanal E36 eintippen, dann kommt schon alles vorgeschlagen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.